Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir werden heute Akkurasenmäher testen. Aber nicht einfach so, denn wir haben uns heute ein richtiges Feld gesucht. Und zwar ein ganzes Stadion. Und natürlich gibt es wie immer auch etwas zu gewinnen, und zwar diesen Rasenmäher von Metabo. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mal deine Meinung zu den einzelnen Geräten unten in die Kommentare schreiben. Wir haben heute ein Heimspiel, denn wir sind hier im Stadion vom 1. FC Magdeburg. Übrigens vielen Dank an die MDCC Arena, dass wir heute drehen können, denn es ist schon echt Wahnsinn, die Rasenmäher hier in diesem riesigen Stadion mal auszuprobieren. Aber wir haben ein kleines Problem, die Jungs haben schon zu sehr hervorgearbeitet, der Rasen ist etwas zu kurz für den Test, deswegen gehen wir jetzt nach draußen. Moment, bevor wir jetzt aber den Test schon durchführen, sollten wir uns erstmal die Geräte kurz im Detail anschauen. Zumindest das erste Gerät hier im Test. Und bevor wir das machen, nochmal ein Hinweis. Hier findet ihr wie immer erst einmal alle technischen Daten. Auf einen Blick, ganz ruhig. Und ihr könnt euch das mal anschauen. Es gibt schon gehörige Unterschiede zwischen den drei Geräten, auch beim Thema Preis, da kommen wir gleich dazu. Aber solltest du dir das Ganze nochmal im Detail anschauen wollen, findest du einmal hier oben verlinkt und einmal auch unten in der Videobeschreibung verlinkt unsere große Werkzeugdatenbank. Und da kannst du einfach mal reinschauen und da kannst du auch abstimmen, welcher gefällt denn dir am liebsten. Ich bin sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Und bevor wir uns jetzt das Ganze anschauen, müssen wir uns den Preis mal anschauen und auch die gegeneinander schon mal halten. Denn wir haben hier sehr unterschiedliche Preise. Hier bei Metabo haben wir einen Preis von so rund 300 €. Solo ohne Akkus. Ja? Hier bei Milwaukee haben wir theoretisch einen Preis von so rund 750 €. Übrigens nochmal ganz wichtig, das ist eine Premiere, das ist der erste Rasenmäher von Milwaukee, den es überhaupt gibt. Und ich glaube, die haben schon gut abgeliefert. Jedenfalls hier Metabo 300 €, hier rund 750 €. Aber es gibt ja einen Pferdefuß bei dem hier. Den gibt es nicht ohne Akkus zu kaufen. Bei dem Akkurasenmäher hier ist es so, dass wir immer zwei 12 Ampere-Stunden Akkus mit dabei haben, plus einem Doppellader. Und dementsprechend kommen wir hier auf einen Gesamtpreis von 1.300 €. Es gibt dieses Gerät auch momentan nicht solo zu kaufen, sondern immer nur mit Akku und Lader. Wenn du noch nicht im Milwaukee-System beheimatet bist und da einsteigen möchtest, dann ist es durchaus okay, ja? Aber solltest du zumindest wissen, dass das Ganze entweder mit Akkus 1.300 und wenn man das rausrechnet, dann kostet er etwa 750. Hier war es leicht, sich einen Preis zu merken bei Makita, bei dem Gerät. Hier sind wir bei rund 1.000 €. Und jetzt fangen wir auch mal an und gucken uns den Metabo im Detail an. Kommen wir zu Metabo. Hier haben wir eine Schnittbreite von 46 cm. Das heißt, mit einmal schneidet er 46 cm. Das ist schon ganz ordentlich eigentlich. Ja? Was wir hier sehen, hier vorne, ist, hier haben wir zwei Akkus drin. Und zwar zwei, hier sehen wir es auch, zwei 18 Volt Akkus. Was ich sehr schön finde ist, ja, wenn ich hier drauf drücke, kommt er ein bisschen entgegen. Ich kann ihn sehr gut entnehmen. Zusätzlich haben wir hier auch den Schlüssel. Wenn ich den hier abnehme, dann ist es nicht mehr möglich, das Gerät zu starten. Das heißt eine Sicherheitsfunktion, um entsprechend das vor Fehlbedienung von zum Beispiel Kindern zu schützen. Ja, das Ganze wieder rein und los. Wenn wir hier schon an der Seite sind, haben wir hier die Möglichkeit, die Höhe einzustellen. Hier, Stufe 1 bis Stufe 7. In der höchsten Stufe haben wir 80 mm, in der kleinsten Stufe 25 mm. Was wir auch noch machen können, ist, wir können hier den Fangkorb rausnehmen. So. Und hier haben wir jetzt schon eingesetzt den Mulchkeil. Das heißt, er wird mitgeliefert, so wie er hier ist, um entsprechend nur zu mulchen und ohne Fangkorb zu arbeiten.
wird das Ganze so eingestellt und das war's. Was ich persönlich super finde, ist, wir haben hier sehr große Räder, recht große Räder auf jeden Fall auf der Hinterachse und allgemein kugelgelagerte Räder, um ordentlich auch sauber rollen zu können. Was wir bei dem Gerät nicht haben, ist ein Direktantrieb. Das heißt, die hinteren Räder werden vom Motor nicht angetrieben. Ansonsten ist es so, dass wir das Gerät einfach nehmen, hier einschalten. Ja, ich mache es auch einmal, hier schalte ihn ein. Das, was du jetzt gehört hast, war Folgendes. Du schaltest das Gerät ein, dann geht er auf die volle Geschwindigkeit und er regelt dann etwas runter, um Energie zu sparen. Wenn der Motor merkt, dass die volle Energie gebraucht wird, tourt er wieder hoch und arbeitet mit voller Kraft voraus. Was ich persönlich als Rasenmäherbenutzer aber wirklich super finde, sind die Verstaumöglichkeiten. Denn du kannst Folgendes machen. Du kannst hier diesen Hebel ziehen, diesen Hebel hier ziehen, so. Kannst das Ganze hier nach oben dann bringen. Wir haben ja hinten schon den Fangkorb abgenommen und dann haben wir folgende Möglichkeit, das Ganze hier so aufrecht hin an die Wand zu stellen. Du siehst schon hier, super kompakt. Das ist ja wirklich irre, oder? Aber jetzt gucken wir uns mal den Test an. Wir haben es dem Rasenmäher natürlich auch nicht leicht gemacht. Wir haben schon nicht den normalen Wust gemacht, sondern eher so den Sebastian-Zustand. Das heißt, ich habe sehr lange nicht gemäht und dann sage ich, jetzt muss ich aber mal wieder. Und dementsprechend hoch steht der Rasen auch. Und wenn ihr so einen hohen Rasen habt, habt ihr gleich zwei Probleme. Nummer eins, er kann durchaus etwas feucht sein innen drin, was schwieriger ist. Und natürlich, ihr habt wesentlich mehr Material, was der Mäher auch verarbeiten muss. Und hier war es so, dass der Metabo sich ganz gut geschlagen hat, das kann man nicht sagen. Wenn man ihn jetzt nicht überfordert, indem man jetzt hier losrennt und in den Rasen reinrennt, hat er auch ganz normal seinen Dienst gemacht. Man hat übrigens auch gemerkt, dass er durchaus auch hoch und runter regelt, aber im Vergleich zu den anderen hat man auch gemerkt, dass er auf jeden Fall weniger Gesamtkraft hat und nicht so viel, ich sage mal so viel Bums hat wie die anderen Geräte. Aus meiner Sicht ist das ein Gerät, was für den normalen Gebrauch zu Hause mehr als ausreichend ist übrigens sogar breiter als meiner und ich habe hier schon ein bisschen Auge drauf geworfen. Wir haben gerade gesehen, was für eine Sonderfunktion der Milwaukee hat. Er hat nämlich ein Positionslicht. Braucht man das? Weiß ich nicht. Ist irgendwie cool? Ja. Was man aber sagen muss, wir alle hier bei uns nennen den Milwaukee das Biest. Ihr habt das Gefühl, dass hier quasi Hulk unten im Meer drin ist und das Gras nur so rausreißt. Das finde ich ein besonderes Ding, aber da kommen wir gleich nochmal dazu nach dem Test. Grundsätzlich hier der erste Akkurasenmäher von Milwaukee und ich freue mich total, dass wir ihn ausprobieren konnten. Und ich bleibe gleich mal hier oben und ihr kommt einfach mal dichter. Denn wir haben hier einige Funktionen hier oben schon versteckt. Und zwar Funktion Nummer 1, wenn ihr es einschalten müsst, dann ist es so, ihr drückt hier drauf, das ist ein bisschen anders, also finde ich sehr direkt und merkt mal, hört man gleich vom Ton, wie der anspringt. Der springt, also geht gleich nach vorne, so, jetzt geht's los, okay. Was wir jetzt auch haben, ist Folgendes, und zwar, auch hier ist es so, dass der Rasenmäher sich selbst reguliert. Also ich schalte ihn nur ein und dann ist er in einem selbstregulierenden Modus, um Akku zu schonen. Ja? Er tourt einmal komplett hoch, dann geht er leicht runter, um den Akku zu schonen. Und das hören wir uns jetzt auch mal an. Ja? Vielleicht von euch nochmal aus der Entfernung, dass ihr das ganze Gerät seht. Du hast gerade gemerkt, ich schalte ihn ein, er tourt hoch und dann geht er runter, um Akku zu schonen. Dann drücke ich hier auf den Knopf. Dann kannst du normal arbeiten erstmal. Ja? Du machst ihn an, arbeitest normal. Wenn du aber sagst, nein, du möchtest keine Akkusparfunktion haben, du möchtest immer auf der absolut maximalen Power arbeiten, dann kannst du diesen Knopf drücken, den ich gerade habe, und dann geht er auf die maximalen Power und dann geht es auch schon los. Und dann haben wir noch etwas, und zwar hier im Gegensatz zum Metabo haben wir einen Direktantrieb. Ja? Direktantrieb sitzt hier an dem Knopf, das heißt, hier kann ich das Ding starten oder stoppen und hier kann ich auch die Geschwindigkeit festlegen. Ja? Einmal hier Schildkröte oder Hase,
Dementsprechend kann ich hier die Geschwindigkeit steigern. Und das ist schon enorm, was da an Geschwindigkeit geht. Ich zeige euch das mal auf 1. Ja, so und ei. So, Moment. Wir kommen zur Geschwindigkeit 5. Ei. Das war schon auf der schnellen Seite das Leben. Mann, oh Mann, oh Mann, das waren bis zu 6,5 km/h und die muss man auch erstmal hinterherkommen. Du kannst natürlich stufenlos regulieren. Jetzt gucken wir uns die Geräte mal Jetzt gucken wir uns den Mäher mal von unten an, beziehungsweise hier unten an. Auch hier haben wir eine super Möglichkeit, ihn einzustellen. Ja? Wir können hier einfach hier zur Seite gehen, ihn hierhin einstellen. Ja? Das ist auch vor allem hier auch mit einer Hand theoretisch möglich. Wenn du ein bisschen unterstützt hier, ist es noch einfacher. Ja, wunderbar. Hier vorne sehen wir Folgendes. Hier haben wir unseren Akkupack. Ja, hier aufmachen. Hier haben wir 2 Akkus drin. Ja, zweimal die großen 12 Ampere-Stunden, womit man natürlich auch richtig Fläche schafft. Wir haben übrigens hier dieselbe Möglichkeit, ihn aufrecht hinzustellen. Einfach wieder rüberklappen, das Ganze hier aufstellen. Oh, das ist schon ganz schön schwer. Und dann kann man ihn hier wieder wunderbar auch an der Wand verstauen. So, eine der wichtigsten Sachen, die man beim Rasenmähen ja beachten muss, ist, wie nah kommen wir an die Hauswand ran. Wir haben jetzt hier keine Hauswand auf dem Gelände, aber wir haben einen Zaun und daran kann man doch schon mal ganz gut erkennen, wie nahe können wir denn dran mähen und wie viel lässt er an der Hauswand bzw. an unserem Zaun dann stehen. Was man jetzt schon gesehen hat, dass Milwaukee dadurch, dass er die Drehzahl selber auch wieder hochlaufen lassen kann, was er auch gemacht hat, wesentlich weniger Probleme damit hat, auch mehr zu mähen. Währenddessen Makita und auch der Metabo gesagt haben, zu viel und das ist dann verstopft und das Messer konnte sich nicht drehen und sie haben ausgesetzt. Natürlich ist das eine Arbeit, sage ich mal, in einem Maximalfall. Ob man das jetzt braucht für zu Hause, wo man so ein bisschen mäht, das ist eine andere Sache. Ich finde es jedenfalls gut, dass der Milwaukee, egal wie sehr ich ihn geprügelt habe, einfach nicht ausgegangen ist und damit auch keine Probleme bereitet hat, auch bei mehr Schnittmenge. Jetzt haben wir uns den Test mal angeschaut und eigentlich muss ich sagen, gibt es hier wirklich wenig zu sagen. Und zwar, weil er einfach keinen Spielraum gibt zur Interpretation. Du machst ihn an, der hohe Rasen ist ihm einfach egal. Der rennt mit der maximalen Geschwindigkeit durch den Rasen, stoppt nie, regelt höchstens sich hoch und das war's. Also deswegen meinte ich auch vorhin, das ist der Hulk unter den Rasenmähern, das Monster, das wirklich ohne Probleme sich durch alles Material pflügt, was wir ihm da vorgesetzt haben. Und ich fand, das war schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Test und das hat richtig Spaß gemacht. Den Seitenausbau finde ich übrigens auch sehr interessant für die, die das brauchen, in der Preisklasse auch wirklich sehr selten zu finden. Kommen wir zu Makita und hier wieder einem anderen und besonderen Moment. Und erst einmal schauen wir uns wieder mal die Bedienelemente hier oben an. Hier ist es so, dass wir hier wie immer einen Ausschalter haben. Ja, den müssen wir auch ziehen. Ohne das hier passiert gar nichts und wir müssen beides benutzen. Also hier drücken und so, wir haben jetzt gerade gesehen, ich schalte ihn ein, wir haben die maximale Geschwindigkeit und ich kann hier auch wieder einen Silent Mode dazu schalten. Also etwas andere Logik als bei den anderen Mähern. Hier also im Normalmodus immer und wenn ich sage, na, vielleicht auch ein bisschen leiser und dementsprechend auch gedrosselt im Energieverbrauch, dann Silent Mode. Was aber besonders ist Folgendes, und zwar, ich muss hier das Gerät erstmal grundsätzlich einschalten. Das ist mal eine andere Logik. Die anderen Geräte, Akku rein, drücken und losfahren. Hier ist es so, ich muss das Gerät wirklich einschalten. Ja. Zusätzlich gibt es hier noch eine Funktion am Griff. Und zwar ist es so, dass ich hier schauen kann, wie voll sind die Akkus denn eigentlich. Warum hier 4 steht, da kommen wir gleich dazu, aber ich kann hier draufdrücken und sehe, aha, die beiden, der ist voll und der hier, der zweite, der ist noch zu 2/3 voll. Und dann kann ich hier auch noch die Geschwindigkeit regeln, nämlich der Geschwindigkeit des Direktantriebs. Ja. Jetzt wieder auf langsam und jetzt drücke ich hier meinen Hebel wieder und ich habe ihn nicht eingeschaltet. Super Sicherheitsfunktion, eingeschaltet und ja, man kann da gut mitlaufen. Und jetzt gehen wir mal auf maximale Geschwindigkeit wieder. Wäre ich fast gegen ein Stativ gelaufen. Aber hier ist es so, der ist etwas langsamer als der Milwaukee. Aber ich muss ehrlich sagen, 6,5 Kilometer, das wird ja anstrengend, Männer, oder?
Wir haben uns bei dem Rasenmäher etwas gefragt, und zwar, wozu ist das hier eigentlich da? Und da haben die netten Kollegen vom Stadion uns geholfen. Und zwar ist es so, dass das hier so eine lockere, ja, so ein lockeres Tuch hier quasi ist. Wenn das Gerät betrieben wird, dann flattert das hier oben rum, ja, weil hier Luft durchströmt und dementsprechend das hier dazu bringt, hier hoch zu flattern. Daher weiß man, der Korb ist nicht voll. Wenn der Korb voll ist, legt sich das hier so nach unten, so dass hier anliegt und ich weiß von außen optisch, der Korb ist voll und ich muss ihn jetzt leer machen. Finde ich total interessant, wie das funktioniert und wäre ich nie drauf gekommen. Manchmal sollte man doch die Anleitung lesen. Kommen wir zum nächsten Thema, der Akku. Und zwar ist es so, dass wir hier zwei Bänke haben, Bank 2 und hier Bank 1 und können hier unsere ganz normalen Makita-Akkus einsetzen. Ja? Setzen hier die beiden ein und dann würde er jetzt so schon funktionieren. Wie er nicht funktionieren würde, ist das hier zum Beispiel. Das geht nicht, denn das ist ein 36-Volt-Gerät, was nur funktioniert, wenn zwei 18 Volt in einer Bank drin sind. Was man hier nämlich machen kann, ist Folgendes. Ich kann hier ihn einstellen auf Bank 1, dann nimmt er diese Akkus, oder Bank 2, dann nehme ich diese Akkus. Das ist einfach dafür gedacht, um halt noch länger ungestört arbeiten zu können. Zusätzlich haben wir übrigens den Schlüssel, ja, als Sicherheitsfunktion. Hier kann man wieder wunderbar die Höhe einstellen und das will ich in sehr kleinen Stufen, finde ich sehr sinnvoll, bis hier auf die höchste Höhe und das alles sehr leicht. Und auch so wie alle anderen haben wir hier ein Chassis aus Metall, aber jetzt wollen wir mal zum Test kommen. Beim Test haben wir Folgendes gesehen. Und zwar, wenn wir ihn überfordern, das heißt zu schnell in das Material reingehen, dann ist es auch so, dass er hier nicht mehr genügend Kraft hat und anfängt dann zu verstopfen und dann auch noch stehen zu bleiben am Ende. Wenn du ihn normal moderat durch das Material durchschiebst, geht es genauso wie beim Metabo. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Höhe und die Beschaffenheit des Rasens schon wirklich ein Hardcore-Test war. Bei normaler Rasenhöhe, beim normalen Schnitt würde das wunderbar natürlich funktionieren. Und hier war es bei Milwaukee eben anders. Bei Milwaukee konnte man durch den Rasen nur so durchflügen und er war nicht zum Stoppen zu bekommen. Und das, obwohl beides ja eigentlich 36-Volt-Systeme sind. Übrigens beim Makita haben wir noch einen Nachteil, wir können ihn nicht zusammenklappen und in die Ecke stellen. Man muss aber auch ganz klar sagen, für wen sind welche Geräte. Ja, der Metabo ist für den, ich sag mal, durchaus schon ambitionierten Privatmann, nach meiner Meinung, ein super Gerät, mit dem man wirklich viel Spaß haben kann, wunderschön mähen kann, eine ordentliche Schnittbreite hat und so weiter und so fort. Das beides hier sind Profi-Geräte. Und ob Profis jetzt wirklich diese Geräte an die Wand stellen, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Deswegen weiß ich nicht, wie wichtig dir jetzt persönlich das hier wäre. Was mir wichtig wäre, wäre einfach die Durchzugskraft und hier hat unser jetziger Test erstmal ergeben, dass der Milwaukee etwas stärker ist, mehr durchflügt. Und jetzt ist die Frage, was ist für dich wichtig? Das schreibt doch mal unten in die Kommentare. Denk dran, wir verlosen den Metabo heute und natürlich kannst du auch bei uns abstimmen auf der Werkzeugvergleichsseite, welcher dein Liebling ist. Und jetzt kann ich nur noch sagen, ran an den Rasen, vielleicht auch mit dem Fußball und bis zum nächsten Mal.